Die Firma Slingshot schickt sich an, in dem Jahr 2022 den Hochleister 5-Strut Freeride High Performance Markt mit der Maschine zu erobern. Der sehr gestreckte Kite ist aufgehangen an einer 4-Punkt-Waage ohne Pulleys. Die Steuerleinen sind direkt mit dem Tipp verbunden und es gibt 3 verschiedene Möglichkeiten, um den Bardruck und den Turning Speed einstellen zu können. Aufgrund der sehr kurz und kompakt gehaltenen Waage brauchen wir nur am Ende der Fronttube Line-Up-Weiser. Alle anderen 5 Querstruts kommen ohne aus. Be- und entlüftet wird mit weiterhin dem bekannten großen Ein- und Auslassventil und zum Ablassen gibt es nochmal ein Zusatzventil daneben. Die Fronttube ist mit einer einfachen Kedernaht verschlossen und von der Innenseite gedoppelt und vernäht. Und beim Flugtuch setzt Slingshot auch weiterhin auf das bewährte 4-fach-Ripstop-Material. Es ist bis in die Tips hineingezogen, nur am äußersten Ende gibt es ganz leichte Dacron-Verstärkungen. Abrisskante ist ebenfalls in Dacron eingefasst und zusätzlich gibt es jeweils 2 Verstärkungen in der Abrisskante, damit hier nichts bei hoher Fluggeschwindigkeit flattert. Die auch im Vergleich sehr dünn gehaltenen Querstruts sind jeweils mit einer Single-Naht am Flugtuch befestigt und von der Innenseite gedoppelt. Die notwendigsten Aufschlag- und Scheuerstellen wurden mit Cordura-Materialien oder auch Kevlar-Materialien gedoppelt. Und der Übergang der Fronttube zum Flugtuch ziert ein Dacron-Streifen. Slingshot hat trotz der sehr hohen Streckung hier eine mittlere Profiltiefe gewählt, sodass hier eine sehr frühe gleichmäßige Anströmung zustande kommt, was dem Kite hier zu wirklich sehr frühen Angleitleistungen und sehr früher Leistung verhilft. Vergleichen wir das hier mit dem vorhergehenden Hochleistungsmodell von Slingshot, dem Raptor, ist die Leistung hier deutlich höher. Schauen wir uns die Form nochmal im Verhältnis zu den anderen Mitbewerbern im Hochleistungs-Freeride-Segment an. So übernimmt jetzt hier die Maschine einen der gestrecktesten Parts. Wir gehen hier fast in die Bereiche des Ozone Edge. Wir liegen deutlich über XR oder einem Rebel vergleichsweise. Man merkt hier ganz klar, wir haben eine hohe Geschwindigkeit, also die Fluggeschwindigkeit sowie auch der Vortrieb ist hier insgesamt sehr hoch. Und wir haben ein exzellentes Anwindverhalten. Die Kappe geht sehr weit an den Windfensterrand und bedarf dort keinerlei Korrekturen. Das Barfeeling der Maschine ist direkt und genau. Nur durch die hohe Streckung kommt eine minimale Verzögerung zustande, die aufgrund der etwas höheren Radien, die die Kappe produziert, hervorgerufen wird. Und klar, diese weiteren Radien sorgen natürlich dann hier bei der Kraftentfaltung für ein teils doch echtes Aha-Erlebnis. An die Kombination aus mittlerer bis hoher Fluggeschwindigkeit bei eher etwas weiteren Radien muss man sich kurzfristig gewöhnen. Gerade wenn es auch um Kite Loops geht, hier muss man wirklich immer eine absolut ausreichende Höhe produzieren, um sauber durch den Loop zu kommen. Trotz hoher Streckung und sehr dünner Querstruts hat Slingshot bei der Maschine geschafft, hier eine exzellente Profilstabilität zu erzeugen. Man sieht ja, das Profil ist wirklich optimal gut gelungen, sauber angeströmt, ohne Wackler, ohne Zappler. Hier nervt einfach nichts. Die Powervermögen der Maschine ist durchwegs gut und hier lässt sich ein großer Windbereich dementsprechend kontrollieren
Im Vergleich gibt es allerdings halt schon noch Schirme wie den Orbit, der gerade im obersten Windbereich noch eine längere Kontrolle zulässt. Was natürlich am meisten interessiert in dieser Kategorie der Freeride High Performance Kites sind die Flugeigenschaften. Der Lift ist hier weniger progressiv als bei dem einen oder anderen Mitbewerber. Dafür zieht er hier langanhaltend sehr kraftvoll nach oben und wenn man den Punkt genau trifft, ist der von der Hangtime hier mit das stärkste, was es momentan auf dem Markt gibt. Hier sorgt die größere Streckung einfach für sehr lange Flugphasen. Man muss allerdings halt vor dem Absprung wirklich den Punkt auch genau treffen, damit wir hier das Maximum an Leinenspannung erzeugen können. Und wichtig, wir brauchen definitiv ein Leinen-Setup mit 24 Metern, um hier das Maximum aus diesem Schirm herausholen zu können. Man muss sich das vom Feeling ein bisschen so vorstellen, es ist ein bisschen mehr wie ein Ozone Edge oder mehr in Richtung Rebel, wo es einfach um längere Flugphasen dementsprechend geht, es nicht ganz so spielerisch wie ein Nash Pivot oder ein North Orbit. Und auch bei Kite Loops brauchen wir hier eher einen schon versierteren Fahrer, weil er einfach halt durch das nicht so hohe Powervermögen beim Aufsteigen frei genug wird. Hier bleibt die Hinterkante ein bisschen dicht, sodass er halt nicht ganz so schnell aufsteigt beim Durchloopen und dementsprechend natürlich auch wieder mehr Höhe benötigt. Dementsprechend können wir ganz klar hier den Einsatzbereich definieren. Wer eher ein bisschen mehr auf Hangtime und Oldschool Board-Off-Manöver steht, für den ist die Maschine hier absolut erste Wahl. Der höchste Fahrleistung, maximale Geschwindigkeit, beste Abwind-Performance haben möchte, absolut erste Wahl. Wenn es aber um die Kategorie sowas wie King of the Air, also Big Air, Freestyle und sehr große Variabilität, hohe Sprünge, Kite Loops geht, da muss man ein hohes Fahrkönnen aufweisen. Dann kann er hier in der obersten Liga ganz klar mitspielen, aber es lässt sich nicht so leicht abrufen wie von den etwas gedrungeneren Konzepten wie vergleichsweise bei Nash oder bei North. Das ist hier einfach halt mehr eine Flugmaschine. Und in dieser Kategorie ist der Spaß hier echt schier unbegrenzt. Der Begriff Freeride High Performance wird hier im absolut besten Sinne vertreten.